Florentino Perez bleibt Präsident. Wer hätte es gedacht? Ja, da hauen wir erstmal uns ein bisschen Parfüm rauf. Oh, natürlich ein sehr geiles Parfüm und ja, er bleibt einfach Präsident. Wer hätte es erwartet? Wer hätte es gedacht? Ja, ich. Aber was bedeutet das für Arda Güler, Vinny Junior, MAP und so weiter und so fort? Da wollen wir drüber reden. Ja, ihr seht es, Florentino Perez bleibt Präsident. Aber bevor wir darauf eingehen, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, damit wir endlich die 4000 schaffen in so kurzer Zeit. Das freut mich sehr und ja, wenn ihr diesen Kanal ein bisschen unterstützen wollt, dann werdet gern auch Mitglied, Freunde. Ja, dementsprechend wollen wir jetzt mal reingehen. Wer hätte es anders erwartet? Ja, Florentino Perez ist weiterhin Präsident und in allen Belangen, in allen Altersgruppen, whatever, wurde er auf jeden Fall als Präsident gewählt. Nicht jeder hätte oder nicht jeder wollte das. Das habe ich ja Nachhinein gehört. Übrigens meine Frau, die ist jetzt kein Real Madrid-Fan, aber sie sagt, vielleicht hätte da mal so langsam ein anderer, sage ich mal, hin sollen, der jünger ist und so weiter. So, das ist, ihre Meinung. Meine Meinung ist, dass ja, auf einer Hinsicht, also ist Papa Perez, wir kommen da gleich zu, ne? Also natürlich, klar, irgendwann, er ist 80, natürlich trotzdem sagt er noch fit, aber er ist trotzdem 80. Real Talk, hier gibt es immer Real Talk, egal ob ich seit 30 Jahren Fan bin oder nicht. Man muss trotzdem auch mal Tacheles reden und das ist so, ja, so. Natürlich ist er fit, hat den Verein dorthin gebracht, wo er ist und so weiter und so fort, ja. Aber irgendwann wird das so und so kommen und ja, er ist 80. Ja, er mag sein, dass er fit ist noch, aber trotzdem, er ist 80, bald 80, 79 ist er, glaube ich, ne? Und, ja, wie alt war eigentlich sein Gegner da? 39, glaube ich, ne? Irgendwann muss natürlich mal einer dahin, der, sage ich mal, jünger ist, das ist angebracht. Natürlich muss derjenige auch diesen Verein präsentieren und genauso lieben wie Florentino Perez. Es ist immer schwierig, weil das sind alles Businessleute. Er ist Milliardär, Papa Perez und dies und jenes. Das ist, aber man merkt trotzdem, was er will, wie er was will. So, das Ding ist nur gut, die Gegner oder irgendein anderer, der gerne, Präsident werden möchte, redet immer viel, was er macht. „Ja, ich möchte dies machen, ich möchte jenes machen.“ Das ist gar nicht so einfach. Ich hole jetzt Klopp, ich hole jetzt Haaland. Er hätte Haaland nicht einfach so jetzt bekommen, ne? Das kann ich mir nicht vorstellen und so weiter. Das ist auch viel Reden. Das Ding ist nur, ein Perez hält gern an alte Sachen fest. So, und es wird jetzt mit Vinny, da hat er ja sich schon dazu geäußert, dass er ist mit einer der Besten und er wird sich freuen, wenn er bei uns bleibt. Okay, aber dasselbe wird er auch zu MAP sagen. Das heißt, der Stress, der im ganzen Verein herrscht, wird sich nicht ändern jetzt. Ob natürlich, jetzt kommen wir zum Punkt, ob der sich natürlich geändert hätte mit den neuen mit den anderen oder Jüngeren, whatever, was für ein Präsident. Ich sage jetzt extra seinen Namen nicht, weil es ist ja völlig unwichtig. Florentino Perez bleibt Präsident, Papa Perez ist da, deswegen, ne? Und, es ist schwer für mich. Ich muss mich da so reinversetzen und ihr weiß, hier gibt's immer Tacheles, hier wird nicht drum geredet oder irgendwas anderes noch ständig, wiederholt und so. Obwohl natürlich klar, Wiederholung ist immer auch ich wiederhole mich. Ich habe ja auch noch schon vorher gesagt, was mit Peres ist und so und weiter und so fort. Wir können mal ganz kurz reingucken, hier wieder wenn das jetzt die aktuellen Zahlen sind, vielleicht ist am Endergebnis kenne jetzt das Ergebnis, 68,6%. Ja, also ist schon stabil. Aber was wird sich jetzt wirklich ändern? Was er vorhat, was er bis jetzt gemacht hat und so weiter und so fort, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist alles wunderbar und top. Das ist alles wunderbar und top. Und, das, was er vorhat oder dass die Kinder umsonst Real Madrid, ja, alles schön. Aber ich bin der Meinung, ich meine, der hat das schon im Griff. Das hat er jetzt jahrelang im Griff. Aber ich glaube, früher, sagen wir mal so, ich glaube, Perez hätte vor 20 Jahren, wenn es so 'n Stress vor 20 Jahren gegeben hätte, wie diese Saison im Verein, in der Kabine und so weiter und so fort, dann hätte Perez anders reagiert als jetzt. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin der Meinung,
Perez hätte einfach anders reagiert. Ich habe immer so das Gefühl, ja klar, wird er 'ne Ansprache halten. Das hat er ja auch während der Saison gemacht, dass er dann mal in die Umkleidekabine, sage ich schon, in die Kabine gekommen ist. Das hat aber nicht gefruchtet. Und, es diese Egos hin und her. Es gibt auch Mannschaften, die Egos haben. Es funktioniert trotzdem. Aber ich weiß nicht, ob sich das jetzt groß ändern wird. So, weil jetzt wird alles für Arda Güler, Bellingham, Vinny Junior, Mbappé, Tchouaméni, es wird jetzt alles, so bleiben, wie es ist. Es wird sich jetzt nicht viel ändern. Das heißt, jeder kann in Anführungsstrichen da machen, was er will, weil anscheinend war es so bei uns, dass jeder machen konnte, was er will. Vor allen Dingen anscheinend Mbappé. Ich habe den ja bis dato immer in Schutz genommen, aber so langsam, ich meine, es war ja jetzt auch schon wieder was in der Nationalmannschaft, dass ihn, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, irgendeiner wieder nicht die Hand gegeben hat. Irgendwas muss doch da dran sein. Er ist vielleicht privat, mit denen kannst du viel Spaß haben, mit Kindern oder wenn man erst den kannst du als Star, sage ich mal, anfassen, nicht so wie Cristiano Ronaldo. Das ist kein Diss, aber da ist es schon schwierig. Mit denen kannst du nicht, weißt du, man sieht ja auf YouTube MAP mit, wo er bei Leuten, die, ihn nicht sehen oder er verkleidet sich. Das hat Ronaldo auch mal gemacht, aber er ist trotzdem 'n bisschen, der ist nicht so der ist so weit weg, ne? Ronaldo lässt nicht so jeden. Aber ich glaube, während er privat lustig ist vielleicht und so, ist er aber natürlich so 'n Richtiger, der will, und es gibt ja nur MAP, was auf einer Hinsicht richtig ist. Es gibt nur ihn. Nur das Problem, das ist ein Mannschaftssport und, auf dem Feld muss es anders funktionieren. So, und es wird jetzt sich nichts ändern. Wenn das Ich gehe stark davon aus, MAP bleibt, es wird Vinny bleiben, es wird alles so bleiben. Und ein Tchouaméni und ein, Valverde können auch machen, was sie wollen. Sie können nicht aufs Maul hauen, es wird, sie zahlen Strafe, was für die ein nichts ist. Diese 50.000 oder was das da war, meinetwegen auch 500.000, ne, das ist nichts für die. So, und dementsprechend, vor allen Dingen, das sollen sie also es wird in der Öffentlichkeit, ob sie es wirklich zahlen müssen, ist auch die Frage. So, was ändert sich jetzt? Das ist das Problem. Aber nochmal muss ich erwähnen, was hätte sich geändert, wäre der andere jetzt an die Macht gekommen. Reden kann jeder, das wissen wir aus der Politik. Reden kann jeder. Aber was dann umgesetzt wird, es ist ja auch im Endeffekt Politik da oben. Die Präsidenten eines Fußballvereins und so weiter, das ist auch Politik im Endeffekt. Fußball ist so und so, bald nur noch Politik. Aber da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Das Ding ist nur, ich finde es, also ihr hört jetzt raus, was ist, finde ich das jetzt gut, dass er, natürlich finde ich es gut. Man kann nicht Perez einfach so, das geht nicht. Und er ist der mächtigste, sage ich mal, auch Uli Hoeneß war, aber er ist immer vor Uli schon gewesen. Es ist einfach die Machtdemonstration, die er macht. Das ist, kann nur er, ne? Aber, er muss sich anders, er muss was sagen bis hierhin und dann ist Schluss. Er hätte MAP oder Vinny oder Tchouaméni oder Valverde nicht nur Strafe, und wenn, oder wo er schon in die Kabine gegangen ist und dann trotzdem wieder danach Stress war, da hätte er irgendwelche auf die Bank setzen, ne, auf die Tribüne, ab auf die Tribüne, oder du wärst aus dem Vertrag gestrichen, weg. Ganz einfach. Hier spielen wir für Real Madrid. Du trägst das Real Madrid-Logo. Das ist hier kein Hampelverein. So, Punkt. Keine Diskussion. End of story. So musst du das handhaben. Ich weiß nicht, ob er das noch, die kriegen so viele Chancen. Das sind junge Spieler. Ich meine, man muss sich in die Lage versetzen. Ich kann das auf einer Hinsicht verstehen. Sie sind jung. Sie haben Häuser, sie haben Autos, sie haben hübsche Frauen, whatever, was da alles rum. Können sich kaufen, was sie wollen. Aber es ist trotzdem ein Arbeitgeber. Und man kann nicht so rumhampeln oder irgendwas machen, was sie wollen, was man will. Und schon gar nicht, wenn man bei Real Madrid spielt. Man sollte das nirgendwo machen, aber wenn man bei Real Madrid spielt, sollte man das erst recht nicht machen. So, und jeder weiß das, dass ein Spieler nicht vor Real Madrid steht. Das hat auch ein Ronaldo, ein CR7, oder besser gesagt beide, ein Ronaldo, ein Beckham, ein Zidane, soll ich jetzt weiter aufzählen, die mussten sich auch daran halten. Und was sind das für Namen? Und was sind das jetzt für Namen aktuell? MAP hat einen Namen, aber er ist nicht CR7. MAP ist auch nicht ein Zidane.
MAP ist auch kein Ronaldo. Der andere Ronaldo, ne? Die Neuen. So, und wer auch immer alles dort gespielt hat bei uns, das wissen wir. So, und dementsprechend muss man sich an einiges halten. So, ganz einfach. Also ich hoffe, dass das nicht so laut ist. Hier ist gerade die Müllabfuhr. Die holt gerade. Ja, das kann ich nur, das ist meine Meinung. Ihr kennt das ja. Hier wird auch nur das geredet über das und nicht noch tonnenweise. Ne, mir ist tonnenweise anders. Es geht jetzt nur um das. Und ja, das ist meine Meinung. Wahrscheinlich werden das so und so nicht so viele angucken, weil es um Perez nur geht. Es ist ja klar auch gewesen. Ne? Es ist klar. Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Dass jetzt André jetzt Präsident wird, hätte ich nicht gedacht. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr von meiner These haltet. Es muss jetzt aber einiges passieren. Mein Gott, sind die laut da draußen heute. Und dementsprechend, ja, schreibt in die Kommentare, like dieses Video, powert dieses Video hoch, das würde mich freuen. Und folgt mir, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und da würde ich sagen, Hala Madrid und bis zum nächsten Mal.